Genau, Sie sagen bitte kein Wort, Sie schütteln nur oder nicken mit dem Kopf. Ich darf Ihnen sagen, dass unser Ehrengast ein Mann ist. Und weitergehen tut es jetzt beim... Marianne. Bei der Marianne. Bei mir, glaube ich, ja. Haben Sie aktiv etwas mit Politik zu tun? Nein. Freuen Sie sich auf Mexiko? Ja. Haben Sie sich auf die dünne Luft eingestellt? Ja, ja. Werden Sie körperlich da arbeiten müssen? Nein. Darf ich damit den Sport als ausgeschieden ansehen? Ja. Sind Sie Künstler? Ja. Reproduzierende Künstler? Nein. Nein, würde ich sagen. Aha. Brauchen Sie bei der Produktion Ihrer Künste zusätzliche Instrumente, außer Ihrer Stimme? Ja. Ist dieses ein Begleitgerät? Nein. Wenn Sie produzierender Künstler sind, schreiben Sie Ihre Texte? Ja. Aber Sie singen auch gleichzeitig? Das Ja. heißt nicht gleichzeitig, aber das, was Sie geschrieben haben. Ja, vielleicht singt er auch, während er schreibt. Das kann man ja theoretisch finden. Komponieren Sie auch? Ja. Ist das populäre Musik, die Sie machen? Ja. Sind Sie ein guter Koch? Nein. Sie sind also Komponist und Sänger. Sind Sie deutschsprachig? Ja. Von Haus aus? Ja. Sind Sie, was man in Frankreich nennen würde, ein Chansonnier? Ja. Lieben Sie Beko? Ja. Könnte er vielleicht irgendwo unbewusst Ihr Vorbild gewesen sein? Ja. Haben Sie auch schon mal mit ihm zusammengespielt? Ja. Dann sind Sie Udo Jürgens. Genau. Ja. So viel gibt's nicht. Die singen Ja, ja. und texten und komponieren, ne? Ja, hier bei uns nicht, aber in Frankreich eigentlich natürlich machen es fast alle. Ne? Es ist üblich, ja. Bei Ja. uns ist es nicht üblich, aber darum wird man auch hier so schwer was mit dem Geschäft, ne? Ja, es ist ein bisschen härter. Also, es ist härter, ja. Sie haben ja auch einen dornenvollen Weg hinter sich gebracht. Ich glaube, so in groben Umrissen darf ich Ihre Biografie als bekannt voraussetzen. Trotzdem finde ich es nett oder fände ich es nett, wenn Sie uns eine kurze Fassung selber einmal erzählen. Ja, ich bin in Klagenfurt in Kärnten in Österreich geboren und habe dort die Schule besucht und auch dort das Kärntner Landeskonservatorium, wo ich klassische Musik studiert habe, 5 Jahre lang und als Hauptinstrument Klavier belegt habe. Und neben dem Musikstudium habe ich eine Studentenband gegründet und habe mit dieser Band schon meine ersten Auftritte und meine ersten kleinen Erfolge gehabt. Und nach 5 Jahren des Musikstudiums habe ich mich dann ganz auf die leichte Musik verlegt, als Professional eigentlich. Ja. Und dann habe ich in Österreich 2 Wettbewerbe gewonnen, einen als Sänger und einen als Komponisten und beim Österreichischen Rundfunk. Ja. Und aufgrund dieser Tatsache bin ich als freier Mitarbeiter beim Österreichischen Rundfunk engagiert worden und habe da Aufnahmen gemacht. Und einige dieser Aufnahmen, die mir am besten gefallen haben, die habe ich nach Berlin geschickt zum Werner Müller, der Chef des Rias Tanzorchesters. Ja, ja. Und der hat mich daraufhin, ich habe natürlich geglaubt, da wird nie was draus. Nicht? Da habe ich mir gedacht, ich habe ihn sehr verehrt und so weiter. Ich habe es hingeschickt, habe gedacht, vielleicht gefällt es ihm. Und wirklich war es, kam ein Brief, wo er mich eingeladen hat, nach Berlin zu kommen. Und da bin ich dann das erste Mal aus der kleinen Stadt Klagenfurt ins große Berlin gefahren, das erste Mal überhaupt eine große Stadt gesehen, und geflogen das erste Mal. Also Lauter Premieren, ne? lauter Premieren, ja.
Und dann habe ich geglaubt, es liegt mir die Welt zu Füßen, ungefähr so, nicht? Jetzt habe ich es geschafft. Und da habe ich dann erst festgestellt, dass es eigentlich, dass ich dort viel, viel kleiner war, als ich im kleinen Klagenfurt gewesen bin. Ja, es ist ein dornenvoller Weg Ja. an die Spitze. Dann habe ich eigentlich sehr, sehr schwer gehabt. Ich wollte dann in Deutschland bleiben, weil ich mir dachte, Deutschland ist das Mutterland der deutschen Sprache und hier muss ich anfangen. Und habe dann hier mich angesiedelt in München und habe dann aber doch ziemlich lange gebraucht, bis ich einiges erreicht habe. Ja, es ist eigenartig. Sie haben doch eigentlich Ihren Erfolg von außen nach innen gehabt. Sie haben einen Schallplattenvertrag bekommen, aber dieser Schallplattenvertrag hat nicht sehr viel bedeutet, nicht? Ja, Da haben ein Sie also Schallplattenvertrag. Sachen singen müssen, die Ihnen nicht viel Spaß gemacht haben. Ja. Und mit Ihren eigenen Sachen sind Sie im Ausland erfolgreich. Wie Sie einen Schallplattenvertrag haben, glaube ich, unzählig viele. Nicht? Und man glaubt natürlich, wenn man einen ersten Schallplattenvertrag bekommt, Jetzt kann nichts mehr passieren. jetzt habe ich meinen Schallplattenvertrag, jetzt bin ich also Sänger, jetzt morgen auf die Platte. Die meisten Platten, die gehen unter. Es werden ja unvorstellbare Mengen von Schallplatten produziert. Jede Woche, glaube ich, sind es 100 so und so viel oder irgendwas. Und die können natürlich nicht alle erfolgreich werden. Und das habe ich halt jahrelang an eigenen Leibe erlebt. Ja. Aber es kam dann, das erste Festival, das Sie gewonnen haben, war auch im Ausland, nicht? Das war Knocke. Das war ein Knocke, ja. Damals bin ich für Deutschland angetreten mit einem deutschen Team, mit einigen deutschen Sängern, mit Frank Forster, Inge Brandenburg, Hannelore Auer und Heinz Sagner, der inzwischen aufgehört hat zu singen. Und damals haben wir gewonnen. Also das deutsche Team. Wie ist das, mit was sind Sie dann eigentlich in Deutschland so richtig durchgekommen? In Deutschland... Es war schon vor Sie in Luxemburg den Grand Prix Eurovision gewonnen haben. Ja, ich würde sagen, ich habe dreimal bei der Eurovision mitgewirkt und habe dreimal eigentlich ganz gut abgeschnitten. Einmal am 5., einmal am 4., einmal gewonnen, das letzte Mal. Und durch die Eurovision bin ich natürlich ziemlich bekannt geworden, weil das ja eine ziemlich breite Ausstreuung hat. Auf einmal ist passiert. Und vor allen Dingen ist durch die Eurovision das erste Mal bei Warum nur Warum ist das Lied ein Welterfolg geworden. Ja. Obwohl es nur einen 5. Platz gemacht hat, aber es ist wirklich... ist angekommen, es ist ja, unter die Haut gegangen. es ist überall groß geworden und dadurch bin ich natürlich langsam dann bekannt geworden. Und in der letzten Zeit auch, ist mir auch in Deutschland geglückt, 17 Jahre blondes Haar und Merci Chérie und sage ich, lass Sie grüßen. Ja. Darf ich neugierig fragen, ob irgendetwas zurzeit in Arbeit ist, irgendeine besondere Geschichte? An der Sie Ja, ich habe arbeiten? jetzt vor kurzem eine neue Schallplatte aufgenommen. Ich persönlich bin sehr verliebt in das Lied, das heißt Sag mir wie. Es ist eine etwas andere Linie, als ich sonst immer gemacht habe und ich habe es so mit meinem Herzen ziemlich geschrieben. Und das haben Sie aber schon geschrieben. Das ist schon, das kommt jetzt dieser Tage Sachen, heraus. die noch in ja. einem vageren Stadium sind? Ja, ich bin laufend zwischendurch, bei jeder Gelegenheit schaue ich, dass ich irgendwas schreiben kann. Ich habe kein Rezept leider, dass ich das also... Es gibt ein Gerücht, Sie können es dementieren oder nicht dementieren, es gibt ein Gerücht, dass Sie eine Operette oder ein Musical schreiben. Stimmt das? Das stimmt, ja. Also das heißt, ich arbeite zurzeit an den Vorarbeiten für ein Musical. Ah ja, auch wieder ganz tut. Ja, ich schreibe nur die Musik dazu, Sie schreiben also nur die Musik. die Texte und das Buch natürlich nicht. Und es soll sogar schon im Februar, wenn es klappt, auf die Bühne kommen. Ah ja. Ja. Februar, das wird die Zeit sein, wo es höchste Zeit ist, weil Sie doch eine große Ja, im Februar Ostasienreise ja. planen. Irgendwo habe ich das gelesen. Im Februar ist eine Tournee, welche eine Tournee durch Japan machen. Herr Jürgens, jetzt habe ich eine Frage, die Sie mir nicht beantworten müssen, die auch vielleicht unhöflich ist. Aber Sie sind also ein wirklich netter und gebildeter und kultivierter Mann. Danke. Komponist, ernste Musik, sich beschäftigt. Sie tragen Ihre Haare so komisch. Warum? Das kann ich Ihnen, Herr Lemke, das kann ich Ihnen ganz leicht beantworten. Einfach, weil es mir so gefällt. Ja, also ich bin halt eine Generation, Wissen die Sie- hoffnungslos verloren ist in der Zeit. Ich denke mir, wenn man älter wird, dann wird es sowieso weniger mit der Zeit. Also man warten, bis sich die abstoßen. Ne? Weil irgendwie scheint das also Mode zu sein zurzeit. Sicher, das wird auch... Ich habe das Gefühl, Sie gehören zu denen, die eigentlich nicht die Mode nachmachen sollten, sondern die sie machen könnten. Ich mache es ja nicht nach. Und wenn Sie plötzlich einer von denen sind, die die Habe der Geschnitten tragen, kommen vielleicht 100.000 auf die Idee, der Jürgen schaut doch eigentlich sehr nett aus und hat seine Haare geschnitten. Geschnitten, glaube ich, schaut es bei mir komisch aus. Also nichts für Da gibt es ja ganz große Vorbilder. Der Franz Liszt zum Beispiel,
der hat die Haare zu einer Zeit, wo die Haare auch kurz getragen wurden, immer so lang getragen, bis hier runter. Also es ist wie ein Rolling Stone. Der war dann wenigstens konsequent, ne? Der hat sie ganz lang getragen. Nicht? Und Da kann man wurde sagen- auch deshalb angefeindet. Da kann man sagen, das ist im Winter schön warm. Ne? Naja. Ja, jetzt, also niemand würde es mir verzeihen, wenn ich Sie hier weggehen ließe, ohne dass Sie uns was singen. Gerne, ja. Und was? Ich möchte mal etwas anderes singen, weil ich ja hier nur ein Klavier zur Verfügung habe. Begleiten Sie sich Und- selber, oder? Ja, wenn es erlaubt ist, würde ich das gerne machen. Und ein Stück, wo ich also kein Orchester brauche und keinen Rhythmus und nichts, und zwar aus dem Musical Die West Side Story von Leonard Bernstein, Maria. Wunderbar, vielen Dank. Reichen wir uns gerne an. Maria, the most beautiful sound I ever heard. Maria, 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 Maria. The most beautiful sound of the world in a single word. Maria, 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 Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful the sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. Maria. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. The most beautiful sound I ever heard. Das war jetzt Udo Jürgens sozusagen als Sänger. Jetzt hätten wir ganz gern noch, geht es einen Udo Jürgens als Komponisten? Ja, gerne ist mir Ein bisschen. Einen echten, einen ganzen Udo Jürgens. Warum nur? Warum muss alles vergehen? Oh, warum nur? Warum bleibt gar nichts bestehen?
gehst von mir. Schaust dich nicht um, gib mir die Antwort. Warum nur? Warum? Warum nur? Warum? Blühen Blumen so schön, oh, wenn sie schon bald verblühen und vergehen. Ein Traum entflieht, die Stunden sind um. Bitte gib mir die Antwort. Warum nur? Warum oft hör ich dein Wort? Ewig bin ich daheim. Ich hab dir geglaubt, doch es war nur Schein. Oh, warum nur? Warum muss alles so sein? Oh, warum nur? Warum bin ich nun so allein? Bevor du gehst, dreh einmal dich um und dann gib mir die Antwort. Warum nur? Vielen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen bei Was bin ich und Sie nehmen uns die kleine Überziehung nicht übel. Guten Abend.